willkommen zurück zu 911 Scales. Wie gewünscht, 981er Basisversion, nicht der Boxster. Ich habe mich jetzt mal heute für den Cayman entschieden. Der sieht, finde ich, ein bisschen schöner aus in Rhodium Silber Metallic. Und ja, wir haben den Andreas wieder dabei. Laura hat Urlaub. Hallo zusammen. 275 PS, also der ist schon ein bisschen schwächer auf der Brust als die modernen. Ja, man merkt den Unterschied vom Saugmotor zum Turbo, dass er untenrum einfach nicht das hohe Drehmoment hat. Aber in Summe gesprochen, er ist halt emotional, weil er noch den schönen Sauger hat mit 2,7 Liter, der einfach ganz, ganz toll den Klang erzeugt. Wird es, denke ich, später noch ein Video geben. Ja, das auf alle Fälle. Der klingt schon mal wirklich nicht schlecht. Wir haben keine Sportabgasanlage, aber er klingt trotzdem schon wesentlich prägnanter als so ein Boxster T zum Beispiel aus einer der letzten Videos, der ja noch mit OPF so ein bisschen gestraft ist. Schöne bei dem Modell ist ja, der hat nur 41.400 Kilometer. Ist auch in einem schön gepflegten Zustand. Er hat nicht so viel Schnickschnack, muss man offen gestehen, aber das ist einfach grundsolide. Ja. Und ja, das Lenkrad, ich glaube, das wird noch zu Gesprächsstoff führen. Ja, und ihr seid ja auch gerade kräftig auf der Suche nach Autos, weil ihr habt sehr, sehr wenig Fahrzeuge gerade im Angebot. Ja, also unser Bestand ist generell momentan, klein ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber er bewegt sich sehr, sehr schnell. Das heißt, Autos, die wir kriegen, gehen unheimlich schnell wieder weiter. Oftmals schaffen es die Autos gar nicht in die Außenpräsentation, deswegen wirkt der Hof etwas leerer. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, wie kommen wir weiter an Fahrzeuge. Also haben wir einfach über Porsche-Mannheim.de nochmal den Inzahlungnahmerechner aktualisiert. Ich selber bin der Ansprechpartner und wenn jemand seinen Porsche einfach abgeben möchte, einfach gerne dort die Daten hinterlassen, ich melde mich und dann können wir schauen, dass wir einfach dem Auto einen zweiten Frühling schenken. Das ist schon echt ordentlich. Ja, das auf jeden Fall. Also klangtechnisch super schön. Ohne Sportabgasanlagen wohlgemerkt. Ja. Ja, mit der Sportabgasanlage, da schreit er wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Ach, deutlich schöner nochmal. Also dumpfer, tiefer. Aber wenn die einem an dem Fahrzeug auch fehlt, die ist ja nachrüstbar. Über das Equipment in der Originalausstattung wie ab Werk, auch mit der Originaltaste und wird auch in der Fahrgestellnummer hinterlegt. Das heißt, wer hier einfach das richtige Auto findet, ohne die Abgasanlage, die kann nachgerüstet werden. Da habe ich wieder was gelernt, das wusste ich gar nicht. Das ist schon krass, was Porsche alles anbietet. Muss natürlich auch das gewisse Kleingeld noch mit drauflegen, aber es ist dann wirklich original. Ja. Ja, wer Interesse mal hat, seinen Porsche durchrechnen zu lassen vom Andreas, die haben auch eine ganz coole Webseite dazu gemacht. Wir kaufen Porsche.de oder auch auf der Porsche-Mannheim.de Webseite findet ihr das auch. Und ich blende es auch mal hier ein und tue es unten in die Videobeschreibung. Gerade ist wirklich doch ein sehr lohnender Zeitpunkt, sein Porsche mal wieder zu verkaufen. Der Markt läuft halt gerade echt gut. Ne? Der läuft hervorragend. Also wenn jemand Interesse hat, ist er herzlich dazu eingeladen, das zu nutzen. Und ja, ich fahre jetzt weiter in Odenwald und dann geht es ja mal ein bisschen sportlicher zu. Ich bin sehr gespannt, wie es im Vergleich ist zu einem 2 Liter 4-Zylinder 718er. Da sind wir im Odenwald. Es ist so schön grün nach dem ganzen Regen. Das ist so klasse. Und ja, was sagt ihr zum Sound von dem kleinen 6-Zylinder? Das ist doch mal grandios, oder? Echt nicht schlecht. Verbrauch ist auch gar nicht schlecht. 8,8 Liter sind wir gerade. Das machen wir jetzt natürlich ein bisschen schlechter. Und der Kleine hier bringt auch Spaß auf der Landstraße. Thema hier von den Videos hauptsächlich dieses Lenkrad. Das hat mich schon mal immer interessiert, wie gut oder schlecht das ist. Weil das Lenkrad, ich finde, es ist so ein bisschen kontrovers. Nämlich aus 2 Gründen. Also wir haben hier diese Druckknöpfe zum Schalten. Wenn ich drücke, schaltet er hoch. Wenn ich zu mir ziehe, beziehungsweise zu mir drücke, dann schaltet er runter. Das ist auch gar nicht so schlecht, das ist tatsächlich recht zügig, aber man hat 2 davon und man braucht eigentlich nur einen. Und mit den Schaltwippen bei dem anderen Lenkrad, das ja optional erhältlich war, ist das doch ein bisschen angenehmer, sag ich mal. Vorteil hier bei dem ist aber, dass es ein Multifunktionslenkrad ist. Auch was komisch ist, wenn ich hier manuell gehe,
dann ist es auch vertauscht. Wenn ich drücke, schaltet er hoch. Wenn ich ziehe, dann geht es wieder runter. Ja, und das ist etwas, wo man sich tatsächlich dran gewöhnen muss und auch ja, wirklich ungewöhnlich ist. Aber vielleicht kennt das jemand aus anderen VW-Produkten, so aus der Zeit, so beim Golf oder so, da mit dem DSG-Getriebe. Das ist tatsächlich gleich. Das ist auch drücken zum Hochschalten und ziehen zum Runterschalten. Richtig rum, kann man ruhig sagen, ist es natürlich andersherum, ne? Also, wenn ich drücke, dann soll er runterschalten, beim Bremsen, dass man gegenknallt und dann beim Rausbeschleunigen ziehen, ne? So muss es denn eigentlich richtig sein. Ja, Leute, das ist Porsche Sound, oder? Das ist kein Vierzylinder-Getackere. Ach, das Runterschalten ist so schön aggressiv. Boah, wie schön ist das denn hier? Oh, was eine Aussicht. Wow. Ich bin mal wieder eine neue Straße gefahren. Boah, das ist ja traumhaft hier. Klasse. So, jetzt war ich schon wieder kurz abgelenkt. Vorne kommt jetzt auch schon wieder die Ortschaft, das ist schön. Und danach ist jetzt hier mal richtig dann angesagt, feuerfrei. Was halt ganz nice ist, wenn ich nicht im Sportmodus bin, dann kann man mit dem hier doch wesentlich besser ja, das Segeln anwählen. Ne? Zack, ich drücke einfach. Er segelt, zack, zack, runterschalten zum Abbremsen. Und direkt wieder weiter segeln. Das ist dann doch ein bisschen schneller als mit den Schaltwippen und auch wesentlich komfortabler. Ja, aber passt das zu so einem Sportwagen, ich sag mal so, ne? Das ist jetzt ein sehr kleiner Vorteil. Aber ihr seht, ich benutze wirklich das nur auf der einen Hand. Ich würde total durcheinander kommen, wenn ich das noch mit der anderen Hand mitbenutzen würde. Da wäre ich total überfordert. Und ich muss mich auch wirklich konzentrieren, was Hoch- und Runterschalten ist. Straßenlage ist natürlich genial. Da ist bei einem Cayman kann man wirklich nichts meckern. Lenkung ist auch wunderbar. Das PDK ist perfekt. Ja. Es ist genauso schnell wie im 718er, finde ich, vom reinen Gefühl her. Das ist schon Klang. Das ist wirklich aggressives Schalten hier, das hätte ich nicht erwartet. Das ist sehr ähnlich wie bei einem GTS. Das überrascht mich jetzt. Also wirklich krass. Geil. Dieses, wenn der zweite Gang so fast am Ende ist und dann bam, knallt er den dritten rein. Das ist echt stark. Da bin ich echt überrascht von. Die Gasannahme ist natürlich auch genial, gerade untenrum, so bis 4000 Umdrehungen. Ganz andere Welt als beim 718er mit Turbomotor. Man muss aber wirklich sagen, ich bin jetzt mal reißerisch und sage, er ist langsam. Also es gibt sehr viele Autos,
sehr viele kleine turbogeladene Autos, die hier problemlos dran vorbeiziehen würden auf der Autobahn. Aber ich bin auch ehrlich, das muss man jetzt nicht großartig ja, so negativ rausstellen, weil die Straßenlage, der Klang, die Atmosphäre, das ist einfach so viel besser als bei anderen Autos, vergleichbar auch vom Preis her. Das bringt halt einfach viel mehr Spaß und die Straßenlage ist genial. Hoppala. Da hast du es gesehen, ne? Da habe ich mich verschaltet und das ist halt das Doofe an diesen Wippen. Das passt dann einfach nicht so zu so einem mega sportlichen Charakter. Aber da bin ich auch ehrlich, wenn man jetzt so ein Auto zum Beispiel kauft, dann ist das, was ich jetzt mache, wirklich selten. Man ist eher auf der Autobahn unterwegs, Langstrecke, gemütliches Cruisen, ja. Man kann ja auch einfach so im Sportmodus bleiben und hat seinen Spaß. Da wäre dieses Sportdesign oder Sport Plus Lenkrad, ich weiß den Namen nicht genau, das optionale Lenkrad, das ist da schon wirklich schöner. Aber da ist halt auch wieder Preisunterschiede. Fahrzeuge mit dem besseren Lenkrad sind auch einfach ein paar tausend Euro teurer. Man könnte das alles nachrüsten, ja, das habe ich auch schon gehört. Lohnt sich aber nicht wirklich preislich. Ja. Also wer sich wirklich für so ein Fahrzeug interessiert, Porsche zwischen 40.000 und 50.000 Euro, denkt da nicht großartig drüber nach, da dann noch mehr Geld reinzustecken. Nimmt das Fahrzeug, wie es ist, habt den Spaß damit, dafür, wo es gedacht ist. Und hier wird sich preislich auch nicht mehr viel tun, ja. Hier ist das geil, hier durch den Wald zu schießen. Der Klang. Oh, ist das geil. Und das ohne Sportabgas. Das Runterschalten ist auch so geil. Das macht wieder süchtig, das PDK. Oh, schöne Corvette. Schaltgetriebe wäre natürlich auch cool. Das ist im Prinzip dasselbe Lenkrad, nur halt ohne diese Druckknöpfe. Und das ist dann eigentlich genau wie bei dem 997.2, den wir schon mal gedreht haben. Und wieder mega Aussicht hier. Warum bin ich diese Straße noch nicht gefahren? Wow. Und ich fahre hier tatsächlich mal gerade fast überall Vollgas. Na klar, nur bis zu den 100 so umdreh. Mit einem modernen Porsche, wirklich ganz neuen Porsche, boah, da würde ich hier nur Halbgas fahren. Ne? So krass ist der Unterschied. Aber trotzdem, die Straßenlage ist genial. Es ist wirklich sehr so ein Momentum-Auto, wo man die Geschwindigkeit hält und nicht aus den Kurven raus beschleunigt, sondern wirklich Ideallinie versucht zu fahren, das Momentum zu halten, wenig zu bremsen. Das ist hier, wo dieses Auto Spaß bringt. Naja, er ist tatsächlich doch ganz geil. Das hätte ich gar nicht so erwartet mit dem Lenkrad. Absolut überzeugt. Es gibt echt ja eigentlich keinen Porsche, der wirklich nicht traumhaft ist. Auch mit dem Lenkrad, wo ja, ich dann noch zu dem anderen empfehle, aber Preisunterschied ist halt schon signifikant. Ja, er kommt wieder in Rhodium Silber Metallic. Selbe Farbe wie auf dem 991.2 Turbo und auch hier wieder schön edel, auch mit ganz normal silbernen Felgen. 19 Zoll vorne und hinten. Das sind 235er an der Vorderachse und an der Hinterachse ist das wieder ein bisschen größer. Da haben wir 265er Reifen. Ja, das Gripniveau ist auch wirklich perfekt. Die Straßenlage ist auch wunderbar.
Hier an dem Fahrzeug sind ein paar Teile lackiert, wie zum Beispiel hier der Lufteinlass, der ist in Rhodium-Silber Metallic lackiert und auch hinten der Unterteil der Stoßstange, der ist auch in Rhodium-Silber Metallic lackiert. Sonst wie beim 718er ganz normal hier der Heckflügel, der dann ausfährt. Die Form ist auch im Prinzip gleich. Wir haben die etwas anderen Heckleuchten, die ein bisschen anders designt sind, wo der 718er doch nochmal ein bisschen nachgeschärft hat. Und hier vorne haben wir natürlich Xenons mit unten den LEDs hier rechts und links für das Tagfahrlicht. Ja, persönlich finde ich den 718er optisch einfach ein bisschen schöner, gibt aber auch durchaus andere Meinungen. Mir gefällt beim 981er vor allem die Scheinwerferform nicht so ganz. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Brille und beim 718er mit den LEDs sieht das einfach mega gut aus. Anderes kleines Teil am Exterieur, was hier noch lackiert ist, ist auch die Unterschale vom Außenspiegel. Wirkt dann auch einfach noch ein bisschen schöner und runder, besser als einfach so ein schwarzes Plastik. Ja, schwarzes Plastik haben wir denn hier im Interieur ganz normal Serie, wie es bei den meisten Basis-Cayman und Boxsters einfach ist. Da jetzt einzufinden mit Leder und allem drum und dran, ist wirklich schwerer und wird auch dann wieder ein bisschen teurer. Das Fahrzeug hat auch den Tempomat, da auch immer wichtig drauf achten, guckt, dass ihr einen findet mit Tempomat. Ich finde es einfach ein bisschen angenehmer. Gerade auf der langen Straße oder auf langen Strecke auf der Autobahn ist es einfach schön und auch wenn man im Ausland unterwegs ist mit 130, macht es das Leben wesentlich angenehmer. Die Sitze haben wir hier, die ganz normalen Seriensitze mit der elektrischen Rückenlehne, der Rest alles manuell. Sehr positiv überrascht, halten wunderbar, wie man es halt vom Porsche auch erwartet. Na, auch trotz Cayman und Boxer kann man hier hinten auch noch ein bisschen den Platz nutzen, indem man zum Beispiel seine Jacke aufhängt. Ja, das Fahrzeug haben wir jetzt bei über 41.000 Kilometer, fühlt sich aber eigentlich an wie neu. Nur das Lenkrad hat halt die üblichen Abnutzungsspuren. Und da sieht man auch am Lenkrad gerade, Leder altert nicht immer besonders gut. Und diese Plastik-Serienausstattung, ich sage das wirklich gerne, ist ein Vorteil. Hat meistens gar keine Spuren, ist halt super pflegeleicht, sieht eigentlich immer aus wie neu. Hier unten in der Mittelkonsole haben wir wenig Einstellmöglichkeiten. Start-Stopp können wir ausmachen. Hier ist auch wichtig, dieses Fahrzeug hat keine Holdfunktion. Das heißt, die Start-Stopp ist so ein bisschen, nee, sag ich mal, ne? Also das heißt, man muss die ganze Zeit auf der Bremse bleiben, an der Ampel, dass der Motor auch ausbleibt. Ja, beim Sportwagen kann man es auch einfach ausstellen. Sportknopf haben wir natürlich auch. Macht das PDK halt ein bisschen die Einstellung anders, dass er halt die Gänge ein bisschen niedriger fährt. Fahrwerk können wir auch eine Stufe härter stellen. Auch schon bei dem Fahrzeug sind halt einfach so Standard-Features, die man gerne hat, aber nicht jeder hat das auch wirklich ausgestattet. Das heißt, Klimaautomatik und auch Sitzbeheizung sind halt wirklich was Feines. PCM kommt natürlich in die Jahre, funktioniert halt auch ganz gut. Das Navi, sage ich mal, ja, man macht sich halt hier eine Handyhalterung ran und das passt. Was auch cool ist, es gibt auch Handyhalterung für diese Cup-Holder, ja. Und das ist halt richtig praktisch. Der ist ja so ein bisschen, sag ich mal, semi-optimal positioniert hier bei der Baureihe. Ne? Kaffee, der dann da runter geht, ist halt nicht so schön, aber es gibt so Einsätze, wo man dann sein Handy so reinsetzen kann und das ist wirklich geil. Macht es super angenehm zu benutzen und man hat halt hier keine Abnutzung an den Lamellen von den Lüftungsdüsen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Review. Ich halte es mal jetzt hier ein bisschen kürzer. Das Fahrzeug ist natürlich nicht großartig, mega spannend. Was halt toll ist, wirklich bei so einem 981er, der Klang, der ist super. Wichtig ist zu wissen, bei einem 718er ohne die OPFs sind die auch gar nicht so leise. Guckt euch mal ruhig die 2.0er Review an. Damals waren die Preise auch noch recht gleich. Und da dann mal wirklich sagen, ist der kleine Turbomotor wirklich so viel leiser? Tut sich gar nicht so viel ab OPF. Da war bei den 2.0er Motoren oder bei den 4-Zylinder Motoren die Umstellung echt recht hart. In der Zwischenzeit wird es ja besser. Da im Vergleich so ein 981er echt schon geil. Also muss ich wirklich sagen, der hier schreit sogar schon so ein bisschen. Mit Sportabgasanlage wird es ja richtig brutal. Bei der GTS Boxer Review, das war abartig. Ich habe noch nie so ein lautes Auto gefahren. Also wer da richtig Klang möchte, holt euch einen 981er GTS. Da werdet ihr wirklich nicht enttäuscht. Klar, der neue 4.0er, der schließt da wieder auf. Aber da sind wir preisig bei doppelt so viel Geld. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, jetzt ein 718er für, sag ich mal, im schlechten Fall 10.000 Euro mehr. Da bin ich echt hier bei so einem, auch trotz dem Lenkrad. Gerade wenn es ein bisschen mehr fahren möchte. Oder wenn man es mit anderen Fahrzeugen vergleicht, das ist einfach total out of budget. Ja, was halt schön ist bei dem Lenkrad, mit den Walzen können wir halt einmal hier das digitale Display durchschalten, was mit dem anderen Lenkrad nicht geht. Dann gibt es hier unten so einen Wahlhebel wie für den Tempomat. Der ist ein bisschen fummeliger als hier, das ist ein bisschen schöner. Und dann haben wir hier natürlich auch noch für die Lautstärke das. Also das Lenkrad hat wirklich nicht nur Nachteile, gerade wenn man vom Cayenne oder Panamera
sich dieses Video hier anschaut und darüber nachdenkt. Da ist es dann tatsächlich wirklich nicht schlimm und ich finde es sogar vorteilhaft bei den Autos, gerade so ein Panamera oder Cayenne, das passt dann einfach, ne? So Boss-like da drin zu sitzen oder jetzt einfach mit einer Hand alles machen zu können, ist schon echt nice. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ganz lieben Dank für den Vorschlag, hier den neuen Einsatz zu drehen. Finde ich, passt auch super gerade in den Content Flow rein. Wenn ihr mal ein anderes Fahrzeug hier bei den Gebrauchten vom Porsche Zentrum Mannheim seht und denkt euch, ja, da kann der Michael mal eine Review von drehen, schlagt es gerne vor, vielleicht passt es rein und das mache ich sehr gerne. Wenn ihr Interesse am Fahrzeug habt, ne, könnt gerne dem Andreas schreiben. Link zu dem Fahrzeug ist auch wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Allah, ciao!